Schön, dass ihr alle hier seid. Heute geht es um den Canon Pro 1000 Drucker. Los geht's. Bleibt gesund übrigens. Wie ihr seht, das Ding ist groß und schwer und ich glaube, es wiegt 32 Kilo. Falls ihr neu auf dem Kanal hier seid, ich mache Videos rund um das Thema Fotografie und ich vlogge. Also wenn euch das interessiert, dann abonniert gerne den Kanal. Und bevor es jetzt weitergeht, räume ich das Ding noch ein bisschen auf die Seite, weil ich habe keinen Bock, hier weiterhin so zu stehen. Warum ich so einen Drucker habe, fragt ihr euch? Ich dachte einfach, es wäre eine gute Idee. Und vielleicht ist es ja auch eine gute Idee. Mein Hauptgrund, das Ding zu kaufen, war einfach für Kunden Abzüge herstellen zu können, die ich komplett kontrollieren kann, wo ich gucken kann, dass die Qualität stimmt. Außerdem war eine Überlegung, Prints zu meinen Fotos zu machen und da will man ja auch keine Abstriche machen, was die Qualität angeht. Ganz am Ende des Videos werde ich übrigens einen A3-Print erstellen und ich nutze dafür das Pro Fotopapier Platinum von Canon. Und warum es direkt der teuerste Drucker in dieser Größenordnung sein musste, ich wollte einfach nicht, dass ich irgendwann merke, oh, die Qualität stimmt nicht bei einem günstigeren Gerät und dann kaufe ich doch den. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich den direkt. Ich weiß, rational ist was anderes, aber das waren meine Gedanken. Also sind Melina und ich nach Frankfurt zu Calumet gefahren und ich habe mich beraten lassen. Zur Auswahl standen zwei Drucker. Und zwar der Epson SCP-800 und eben hier der Imageprograph Pro 1000 von Canon. Also preislich geben sich die zwei Modelle fast gar nichts, die sind beide so um die 1000 Euro. Was der Epson kann und der Canon nicht, ist praktisch auf Rolle zu drucken, also eine fortlaufende Rolle. Wenn man praktisch ein ganz breites Panorama hätte, könnte man das mit dem Epson drucken. Hier bei dem Canon ist die Länge mittlerweile, also nach der Firmware 3.0, ist die Länge auf 1,20 Meter erhöht worden. Also man kann 1,20 Meter breit drucken. Und da ich das nicht brauchte mit dem Fotopapier auf Rolle und mir das Design von dem Drucker besser gefallen hat, habe ich den genommen. Und dann haben wir dieses riesige Paket ins Auto verfrachtet und sind nach Hause gefahren. Und da stand er dann die nächsten 3 Wochen verpackt rum, weil ich gezweifelt habe und weil ich ihn einfach nicht aufpacken wollte. Ich habe mich gefragt, ist das die sinnvollste Option für das Geld? Hätte ich nicht irgendwie noch ein Objektiv oder so kaufen sollen? Und dann habe ich über Potenzial nachgedacht. Ich hatte ein Objektiv, mit dem ich zufrieden war. Und ich hatte keinen Drucker. Das heißt, das hat mir ein neues Feld eröffnet und dieses Objektiv hätte mir das nicht eröffnet. Von daher habe ich mich dann doch für den Drucker entschieden und habe ihn dann irgendwann ausgepackt. Aus diesem Paket kamen Unmengen von Plastik und Pappe und Anleitungen und alles mögliche. Also null Minimalismus. Dieses Ding war, das ganze Zimmer war voller Müll. Die erste Installation ist irgendwie auch umfangreicher, wie man denkt. Also man muss diesen Druckkopf einsetzen, man muss die Farben einsetzen und da ist man schon ein bisschen beschäftigt mit. Dann muss man die ersten Treiber installieren und das hat bei mir über diese WLAN-Funktion nicht funktioniert. Das heißt, ich musste den Umweg über den Rechner nehmen und dann, bis das alles mal eingerichtet war, hat einige Zeit gedauert. Bei den Anleitungen ist ein Blatt dabei mit abgeschnittener Ecke. Das nutzt der Drucker bei der ersten Installation, um sich zu kalibrieren, um die Düsen einzustellen. Das geht eigentlich problemlos. Dann installiert man noch dieses Professional Print and Layout Programm von Canon und dann ist man eigentlich fertig. So, und dann steht er da, bereit zu drucken. Man hat so einen Bogen Testpapier von Canon in A3 und dann kann es losgehen. Bevor wir jetzt hier gleich in dem Video drucken, kurz zu den technischen Spezifikationen. Ich halte mich kurz, das ist nicht mein Lieblingsthema und ich setze euch den Link unten in die Beschreibung, wenn ihr noch mehr nachlesen wollt. Also der Drucker nutzt 12 verschiedene Farben, 12 verschiedene Behälter. Zum Vergleich, so ein normaler Drucker für zu Hause, der hat ungefähr 6 Farben oder meistens um die 6 Farben. Jede von den Farben kostet ungefähr 45 Euro, wenn man sie original von Canon kauft. Und ich würde empfehlen, das auch zu machen, weil wenn hier die Drüsen verstopfen und der muss eingeschickt werden, dann hat man keine Garantie, wenn man andere Farben benutzt hat. Das hat mir auch der Mitarbeiter bei Calumet empfohlen. Was er mir außerdem empfohlen hat, ist alle 2-3 Wochen auf jeden Fall einen Druck zu machen, damit diese Drüsen nicht verstopfen. Weil wenn das passiert, dann ist die Reparatur fast so teuer wie der Drucker selbst, wenn das dann nicht in der Garantie ist. Einen Satz Originalpatronen bekommt man beim Kauf dazu, also das ist inbegriffen. Der Drucker hat eine WLAN-Funktion, also den kann man ganz normal irgendwie im Netzwerk verwenden, was echt praktisch ist. Man kann auch von Mobilgeräten direkt drucken über Apple AirPrint oder andere Möglichkeiten. Das habe ich noch nicht ausprobiert.
ausprobiert, aber es soll wohl funktionieren. Es gibt ein Papiereinzugsfach und das ist hinten. Eine Kassette oder so unten, das wäre einfach nicht sinnig für so eine Art von Drucker. Die ganzen Klappen und Abdeckungen müssen vor dem Druck geöffnet werden, manuell. Das funktioniert nicht automatisch. Auch hinten beim Einzugsfach muss man das manuell machen. Ist aber nicht weiter schlimm. Die Druckgeschwindigkeit bei A2 liegt zwischen 3,5 und 6 Minuten. 3,5 bei Lasterpapier und 6 Minuten ungefähr bei diesem Pro Platinum, was ich auch gleich verwenden werde. Ziel ist es, immer mal Bilder von Melina aufzuhängen, bis sie sich irgendwann von ihren eigenen Blicken verfolgt fühlt. Ich würde mal sagen, das ist ein Plan, oder? Das Ding ist 73 cm breit, 44 tief und 29 hoch ungefähr. Also das ist ein ganz schöner Oschi. Was die Reichweite der Patronen angeht, also wie viel ich drucken kann pro Set, hängt ganz stark von der Patrone ab. Also jede Patrone hat eine spezifische Zahl, wie viele Exemplare sie drucken kann. Kombiniert ist man ungefähr bei 1000 Ausdrucken A4. Das war das, was der Mitarbeiter bei Calumet mir gesagt hat. Die maximale Papierstärke, also die Schwere des Papiers, sind 400 Gramm auf 1 Quadratmeter. Das Papier, was ich gleich verwenden werde, ist 300 Gramm auf 1 Quadratmeter. Die maximale Druckauflösung ist 1400 x 1200 dpi. dpi ist Dots per Inch, also praktisch Punkte pro Zoll. Das Tintensystem an sich, was da verbaut ist, sorgt einfach für eine sehr, sehr hohe Farbgenauigkeit bei den Drucken. Und das ist der große Unterschied zu anderen kleineren, kompakten Druckern. Also auf der einen Seite die Farbechtheit und auf der anderen Seite die Schärfe im Bild, das heißt die Dichte an Tintenpunkten, die der Drucker setzen kann. Kommen wir nun schnell zum Display und den Einstellmöglichkeiten, die ich am Drucker selbst vornehmen kann. Man muss dazu sagen, die meisten Einstellungen, die den Druck selbst betreffen, kann man in der Software umstellen, also in dieser Professional Print and Layout App, die man da mitbekommen hat. Druckt ihr aber ohne PC, kann man auch einiges da einstellen. Ganz oben kann man sich eine Schätzung der Tintenfüllung anzeigen lassen. Darunter werden Papiervoreinstellungen vorgenommen, das heißt die Stärke, wie ist die Oberfläche des Papieres und welches Format hat das Papier. Der dritte Bereich ist dann der Wartungsbereich, und zwar kann man da einige Reinigungsoptionen vornehmen oder sich ein Drüsen-Testmuster erstellen, wenn man das möchte. Die Auftragsverwaltung zeigt die letzten gedruckten Aufträge. Im Vorlagendruck findet man Vorlagen zu liniertem Papier, kariertem Papier, auch zu Notenblättern oder Wochenplänen, wenn man sowas braucht. Bei den verschiedenen Einstellungen kann man zum Beispiel wählen, ob eine automatische Farbanpassung stattfinden soll oder nicht. Man kann die Firmware aktualisieren oder zum Beispiel AirPrint-Druckeinstellungen vornehmen. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, um die Betriebsgeräusche des Druckers zu reduzieren. Die Druckerinformationen beinhalten zum Beispiel Systeminformationen wie welche Firmware ist drauf, wann wurde der Druckkopf installiert oder das Fehlerprotokoll. Kommen wir nun zum Wichtigsten, und zwar zum Druck selbst. Zuallererst muss man verstehen, dass ein Drucker mehr Farben darstellen kann als ein Display zum Beispiel. Im digitalen Bereich kommen andere Farbräume zum Einsatz wie im Druckbereich. Im digitalen Bereich ist es das RGB, also Red, Green und Blue. Beim Druck ist es anders, da gibt es 4 Grundfarben, und zwar CMYK, das steht für Cyan, Magenta, Yellow und Black. Um am Ende keine Farbabweichung zu bekommen, ist es also sinnvoll, den Farbraum umzustellen von RGB, in meinem Fall ist es Pro Photo RGB, auf CMYK. Und zwar gibt es da ICC-Profile, die praktisch spezifisch für jeden Papiertyp hergestellt sind. Wenn man also diese ganzen Treiber installiert, dann installiert der Drucker selbstständig diese ICC-Profile für verschiedene Papiere, die Canon selbst herstellt. Du findest sie beim Mac zum Beispiel, wenn du auf deine Festplatte gehst, auf Library, auf ColorSync und dann auf Profiles. Und dann siehst du die ICC-Profile. Ich zeige euch ganz schnell, wie man in Photoshop dieses Farbprofil anpassen kann. Ihr drückt einfach auf Bearbeiten und dann auf In Profil umwandeln. Hier seht ihr dann den Quellfarbraum, das ist bei mir Pro Photo RGB, und wählt den Zielfarbraum, in den dann konvertiert werden soll. Hier wähle ich jetzt das spezifische ICC-Profil des Papieres, was wir gleich verwenden wollen. Dann drücken wir OK und wir sehen, dass die Farben sich verändern, und zwar so, wie der Drucker mit diesen Farben umgehen würde. Ich nehme jetzt schnell noch ein paar Anpassungen vor und exportiere dann die Datei als JPEG. Weiter geht's in der Professional Print and Layout Software. Ich ziehe jetzt das angepasste JPEG hinein in die Software und nimm da noch einige Einstellungen vor. In den allgemeinen Einstellungen wähle ich den Medientyp. Bei mir ist das professionelles Fotopapier Platin. Als Papierformat A3. Die Druckqualität stelle ich auf höchst.
Und die Beschichtung auf automatisch. Bei Farbmodus wähle ich ICC-Profil anwenden und wähle da mein Papier aus. In der nächsten Kartei kann man Farbeinstellungen anpassen, das haben wir alles schon gemacht. Deshalb müssen wir da keine Regler mehr verschieben. Im Feld links könnten wir jetzt noch die Fotos skalieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 2 Fotos auf eine Seite machen möchte, brauchen wir in dem Fall nicht. Wir wollen randlos drucken. Nutzt am besten Handschuhe, wenn ihr das Papier anfasst, sonst habt ihr am Ende Abdrücke drauf. Und dann geht's los. Drucken. Also ich persönlich liebe den Moment, wenn das Foto dann in großem Format und in super Qualität vor einem liegt und man sich das angucken kann. Ich mag auch, wie man die Farben exakt auf das Papier einstellen kann, wie man wirklich alles in der Hand hat, von Beginn bis zum Schluss. Und irgendwie mag ich das Gerät an sich auch. Es ist so groß und schwerfällig und einfach total langsam, aber sehr präzise und irgendwie beruhigend. Ich weiß nicht, weil es steht hier auf dem Schreibtisch und ich mag einfach, dass es da ist. Und das ist einfach so, man merkt diesem Drucker an, wie viel Zeit er sich lässt, damit man das beste Ergebnis letztendlich hat. Und das ist irgendwie ein cooles Gefühl heutzutage, wo ja alles immer möglichst schnell gehen muss. In dem Fall ist es nicht so. Ich habe letztens einen Retourenschein gedruckt und zwar ganz normal auf Kopierpapier und man merkt dem Drucker einfach an, dass er nicht dafür gemacht ist. Er wärmt auf, er schüttelt Behälter, er druckt über eine Minute dieses DIN A4-Blatt und das Ergebnis ist top, aber er hat jetzt keine Schnellfunktion für irgendwie Dokumentendruck, das ist nicht seine Aufgabe. Ich würde auch nicht empfehlen, damit Dokumente zu drucken. Ich wollte es nur mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Also für mich gehört er jetzt einfach dazu. Und wenn ich irgendwann entscheide, Prints in größerer Menge herzustellen und zu verkaufen, dann wird er mich bestimmt nicht im Stich lassen und wird für Qualität sorgen, was das angeht. Also von daher, ich bin froh, dass ich ihn habe. Und ja, mich interessiert, was sagst du? Meinst du, das ist es wert? 1000 € für den Drucker? Ja, schreib es in die Kommentare. Falls ihr Interesse habt, so einen Drucker zu kaufen oder das Papier zu kaufen, ich verlinke unten zweimal zu Amazon. So, ich hoffe, du konntest für dich irgendwie was mitnehmen. Wenn ja, dann klick doch auf Gefällt mir, lass einen Kommentar da oder abonniere auch den Kanal, wenn du weiterhin so Videos sehen möchtest. Bis dahin, ciao.